Du willst Storytelling lernen wie ein TV-Pro? Kein Problem, machen wir heute. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Das Allerwichtigste beim Storytelling ist natürlich, das richtige Thema zu finden. Du weißt, worum es in deinem Kanal geht. Es ist nicht irgendwie ein Kessel Buntes, sondern du machst entweder einen Review-Channel, du machst einen Wander-Channel, du machst einen Reisekanal. Also geht es natürlich grundsätzlich um Reisen, Reviews oder ähnliches. Dennoch, auch in diesem Rahmen brauchst du natürlich schon griffige Themen. Also beispielsweise meine coolste Reise oder meine erste Reise mit dem Wohnmobil oder ich habe den schönsten Wanderweg meines Lebens gefunden. Irgendetwas, das die Leute sofort reinzieht. Setze dir aber vor allen Dingen einen Zeitrahmen. Es gibt im Fernsehen Reportagen, die sind 45 Minuten lang, es gibt 30 Minuten, es gibt 15 Minuten Reportagen. Es gibt sogar Kollegen, die sich auf 3 Minuten lange Beiträge spezialisiert haben. Das sind in der Regel die Leute, die die Beiträge für die Nachrichten machen. Wie kannst du herausfinden, was die optimale Länge für deine Videos ist? Erstens, du schaust mal in deine Statistiken und siehst, wann springen die Leute ab. Also nicht nach den ersten 30 Sekunden, aber wann springen die Leute im Laufe deines Videos ab? Und das ist dann ungefähr die Länge, die deine Themen tragen. Dann überlege dir für deine Story, was ist die Herausforderung? Wenn du zum Beispiel einen Review-Channel machst, dann ist die Herausforderung für das Produkt, das du vorstellst, natürlich, bewährt es sich im Alltag, ist es nützlich, macht es Sinn, darauf testest du das Produkt. Beim Wanderkanal ist die Herausforderung für den Wanderweg, ist er gut begehbar, führt er durch schöne Landschaften, gibt es nette Locations am Wegesrand, gibt es gute Restaurants etc. pp. Ihr wisst schon, das, worauf ihr beim Wandern Wert legt und das, worauf eure Zuschauer letztendlich auch Wert legen würden. Das ist nämlich der Grund, warum sie euren Kanal sehen. Und wenn ihr schon dabei seid, denkt, und wir haben immer noch kein einziges Wort geschrieben, denkt bitte an die Auflösung, also an das Fazit. Wenn ihr ein Produktreview macht, dann möchte der Zuschauer wissen, lohnt es sich, das Produkt zu kaufen, wie gut ist es überteuert und hält es das, was der Hersteller verspricht. Bei einem Wanderweg ist auch ganz klar, das Fazit ist, der Wanderweg ist super, er ist nicht überlaufen, selbst bei schlechtem Wetter macht es Spaß. Wir haben rechts oder links ein wunderbares Restaurant oder eine wunderschöne Sehenswürdigkeit und damit habt ihr schon euer Fazit, eure Auflösung. Das ist im Prinzip eben genau dieser Dreiakter. Wenn wir das alles recherchiert haben, dann können wir endlich anfangen zu schreiben. Und wir fangen natürlich nicht mit dem Intro an, sondern mit dem Hauptteil. Ihr entwickelt in dem Hauptteil eben die Geschichte. Denkt immer daran, arbeitet auch auf die Herausforderung hin. Also kann sich ein Produkt im Alltag bewähren? Was sind die Pros, was sind die Cons? Das gleiche gilt bei einem Wanderweg. Ist der Wanderweg vielleicht zu steinig? Ist er vielleicht an manchen Stellen zu steil? Eignet er sich nicht für Anfänger oder ist er super für Anfänger? Ist er vielleicht ein bisschen zu langweilig, zu monoton? Ihr wisst das alles, das habt ihr vorher recherchiert. Das schreibt ihr auf. Und wenn ihr nicht so eine lange Liste schreiben wollt, dann macht euch Stichpunkte. Diese Stichpunkte sind dann eure einzelnen Szenen. Danach gliedert ihr euren Hauptteil. Das können bei einem Produkttest beispielsweise die Pros sein und dann die Cons sein. Das können bei einem Wanderweg zum Beispiel die einzelnen Locations sein. Schreibt euch bitte auch ganz kurz auf, was ihr da auf der Bildebene plant. TV Pro vs. YouTube, 1000 Abonnenten im TV-Style. Bleibt dran, ihr seht gleich das Intro. Die Côte d'Opale im Norden Frankreichs. Kontrastreiche Naturlandschaft, geprägt von dem rauen Atlantikklima des Ärmelkanals. Im Zweiten Weltkrieg Teil von Hitlers berüchtigtem Nordatlantikwall. Heute Naturschutzgebiet und Teil einer unglaublichen Medien-Challenge. Deutscher TV-Autor fordert YouTube heraus. Eine waghalsige Idee, die hier an der Atlantikküste zwischen Calais und Boulogne-sur-Mer das Licht der Welt erblickte. Die Herausforderung: 1000 YouTube-Abonnenten in 12 Monaten. Und die Zeit läuft. Wird das Experiment gelingen oder scheitert der Profi auf der Suche nach dem Abonnentengral an der rauen Schönheit der Opalküste? Also, wie habe ich das Intro angefangen? Ich habe erstmal natürlich meinen Schauplatz vorgestellt, Norden Frankreichs, Pas de Calais am Ärmelkanal, damit ihr wisst, wo wir überhaupt sind. Es könnte sonst jede beliebige Küste sein, aber ich habe noch ein bisschen mehr gemacht. Ich habe zum Beispiel
die klimatischen Bedingungen erwähnt, weil die machen mir nämlich bei meiner Reportage ein bisschen Probleme. Der heftige Wind, der bläst mir teilweise so ins Mikrofon, dass ich in der Tat schwer zu verstehen bin. Noch etwas. Ich bin auf die Geschichte dieser Landschaft eingegangen. Nämlich im Dritten Reich war tatsächlich das ganze Teil des Nordatlantikwalls. Also man sieht Bunker. Das ist das, was wir im Fernsehen Wissensinseln nennen. Im nächsten Schritt habe ich dann den Protagonisten, nämlich den TV-Autor oder meine Wenigkeit vorgestellt und die Herausforderung, die ihn im folgenden Hauptteil erwartet, nämlich 1000 Abonnenten auf YouTube in 12 Monaten. Und schon können wir mit der großen Frage starten, wird es gelingen? Das war es eigentlich schon für ein Intro. Ort präsentieren oder wenn ihr ein Review macht, natürlich den Gegenstand präsentieren, macht ein paar Impressionen, nicht den Gegenstand oder die Bildebene beschreiben, Hintergrundinformationen geben und dann vor allen Dingen am Ende der Einleitung auf den Hauptteil verweisen, die Herausforderung klarstellen. Kann sich das Smartphone oder was immer ihr auch reviewt im Alltag bewähren? Ist dieser Wanderweg wirklich für jeden geeignet? Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte hinterlasst ein Abo mit Glöckchen natürlich, liked dieses Video, kostet nichts und ihr werdet beim nächsten Mal direkt informiert, wenn ich gemeinsam mit euch den Hauptteil unserer kleinen Reportage mache. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bleibt kreativ, bis zum nächsten Mal.